Morgen, Ja. am 11.10.2025 um 13:45 Uhr Und stehen wir hier auf diesem Platz wo sei ich? und hören den Anpfiff zu unserem Finale. Stellt euch ein Buch vor, Blindenfußball in Deutschland. Das steht da irgendwo in der Bibliothek. Und morgen haben wir die Chance, da ein Kapitel mit uns hinzuzufügen. Jetzt sage ich euch aber noch was. Dieses Buch in der Bibliothek, wahrscheinlich liest das keiner. Vielleicht kennt jemand gar nicht Blindenfußball. Vielleicht nimmt das gar keiner raus. Aber was ihr macht ist, und das ist das ganz Essentielle, ihr schreibt das, was wir hier machen, in euer Buch des Lebens, in euer eigenes Buch. Und das ist viel, viel wichtiger. Und das ist das, was ich mir für morgen wünsche. Dass wir am Ende rausgehen und stolz auf das sind, was wir gemacht haben. Auf das Kapitel, was wir geschrieben haben. Und wenn dann die Meisterschaft rauskommt, dann können wir noch froher sein. Aber seid stolz auf das, was ihr macht. Dass ihr morgen mit einem guten Gefühl hier rauskommt. Auf geht's, Männer. So. Also ich bin erstaunlich ruhig. Normalerweise schlafe ich eine Woche vorher nicht, aber momentan bin ich tatsächlich sehr ruhig und ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist gut drauf. Also sie haben vorhin bei der Ansprache haben sie gut reagiert. Also ich habe viele Gefühlsregungen wahrgenommen, die mich sehr positiv für morgen stimmen. Ich weiß, dass es für den Verein und für viele auch die erste Meisterschaft ist und die erste ist immer die schönste und für mich ist es auch die erste und zwar die erste für den BVB morgen und hoffentlich. Der Verein hat uns angenommen und wir sind Teil davon und das macht es natürlich zu was total Besonderem und wenn wir jetzt wirklich Geschichte schreiben können mit dem Verein, das ist schon groß. Also dieser Platz natürlich dadurch, dass er in der Innenstadt aufgebaut ist, ist er nicht immer ganz gerade. Er ist auf Kopfsteinpflaster gebaut, mit Sand unterfüttert. Heißt, du hast immer leichte Hügelchen oder Täler. Mal zwischendurch ein Kopfsteinpflaster, was ein bisschen härter rausguckt. Wir haben eine Hälfte, die sehr Richtung Tor abschüssig ist. Die andere, die leicht seitlich abschüssig ist. Das sind Sachen, auf die du achten musst. Natürlich überlegst du auch, welche Position spielst du viel. Also gehst du die Plätze auch für dich im Kopf durch und speicherst dir das ab. Dass du morgen einfach weißt, was dich erwartet. Ich habe das in der Mannschaft vorhin gespürt. Die wollen, die haben eine riesige Motivation und ich glaube, die sind einfach nur heiß, wirklich mal irgendwas abzuräumen. Und das macht mich optimistisch im Zusammenhang damit, dass wir auch in den letzten 2 Jahren als Team zusammengewachsen sind. Dass wir füreinander einstehen und dass selbst wenn einer mal einen Fehler macht, dass der Nächste den versuchen will rauszuhauen. Und das macht mich optimistisch, dass wir morgen hier was in der Hand halten können. Der Sage nach soll man ja einen Wunsch erfüllt kriegen, wenn man an dem Ring dreht. Ich finde, das sollten wir auf jeden Fall mal versuchen. Also erstmal, was ganz einfach ist, das Runde muss ins Eckige. Das heißt also, der Ball, der im Blindenfußball Rasseln hat, muss logischerweise ins Tor. Ansonsten ist das Spielfeld kleiner. Auf 40 mal 20 Metern spielen wir, das ist ungefähr Handballfeldgröße. An den Längsseiten befinden sich Banden. Das Spiel dauert 2 mal 20 Minuten, netto Spielzeit. Das heißt gestoppte Zeit, wenn der Ball irgendwie aus dem Spiel ist, gestoppt. Also so ein Spiel kann gut und gerne mal 1,5, 2 Stunden dauern. Die Torhüter sind sehend. Es wird gespielt 5 gegen 5. 4 blinde Feldspieler, ein sehender Torwart. Der sehende Torwart könnte man jetzt meinen, das ist ja vielleicht unfair, aber er hat auch einige Restriktionen. Er darf aus seinem 2-Meter-Raum nicht raus. Die Spieler auf dem Feld hören den rasselnden Ball, aber sie hören auch die sehenden Unterstützer. Einmal den Torwart, der in seinem Drittel guiden darf. An der Mittellinie rufen die beiden Trainer oder ein Seitenguide und ein Trainer. Und auf der anderen Seite ist es natürlich genauso, auch der Torguide von unserer Mannschaft und der gegnerische Torwart. Eine ganz besondere Regel im Blindenfußball ist die sogenannte Voy-Regel. Voy ist Spanisch für ich komme oder ich gehe. Bedeutet also, der Spieler, der auf das Rasseln des Balles zuläuft, muss Voy sagen. Macht er das nicht rechtzeitig, zu spät oder gar nicht, gibt es sofort einen Foul gegen ihn. Und das verhindert, dass Spieler auf dem Feld einfach zusammenstoßen. Nee, 4. 4 haben wir noch.
Übertreibt man nicht. Wir haben in der Saison gezeigt, dass wir es können. Wir haben gezeigt, dass wir Selbstvertrauen haben können, weil wir sowohl den Rekordmeister mit 7:3 geschlagen haben, als auch den amtierenden Meister mit 5:0 geschlagen haben und auch ein Rekordergebnis der Blindenfußball-Bundesliga mit 17:0 geschafft haben. Wir können also mit Selbstvertrauen in das heutige Spiel gehen. Und das ist das, was wir heute brauchen. Den Willen, es besser zu machen. Wenn es vielleicht auch einmal nicht geklappt hat, wenn es vielleicht auch ein zweites Mal irgendwas nicht geklappt hat. Wir brauchen heute 40 Minuten und in den 40 Minuten müssen wir alles geben. Und das muss heute das Ziel sein. Es können Fehler passieren, es dürfen Fehler passieren. Aber wir müssen versuchen, dann einfach im nächsten Mal das besser zu machen. Es gibt kein perfektes Spiel, aber wir können es versuchen. Und das werden wir heute tun. Ich lese euch was vor, das ist ein Songtitel. When you come back, please come back home as heroes. And while you are gone, we will sing this song for you. And we will share the pain and share the glory. So come back home as heroes and make us heroes too. And together we are millions strong. So when the moment comes to shine, our hopes and dreams are by your side. Let them lift you up and drive you on. Wir werden füreinander kämpfen und wir werden dann stolz auf uns sein. Verstanden? Ja! BVB! Borussia! Borussia! BVB! So, liebes Publikum, auch Borussia Dortmund mit der Nummer 1 sagen wir ein herzliches Dankeschön an die Förderer. Ich bin jetzt ein bisschen mutiger, Männer. Komm. Tammy, das ist die Waffe, nicht ohne Kopf. Ja. Nein. Wie viel 2 Ja. So, und dann könnt ihr auch wirklich versuchen, euch zu helfen. Ja. Ted, versuch 2-3 Mal mehr hier auch vielleicht nicht ganz so lange zu warten. Ich weiß, du willst Tammy ein bisschen locken, aber manchmal steht Chatai hier komplett frei. Okay. Der braucht einfach nur den Ball auf eine kurze Distanz, dann kann er was draus machen. Okay. Wir müssen nicht die zu weit locken, weil dann stellen die sich hier auch zu. Okay. Ne? Mischen, das Ganze mischen. Da ist fast ein bisschen zu. Okay, ich hab dann gut so. Unity! Verlust! Kobi, du musst! Geht über links! Mach Druck! Go! Bravo, Chatai, bravo! Bevor nicht 10 Sekunden auf der Uhr sind. Und das sage ich euch an, erst dann dürft ihr genießen. Bis dahin konzentrieren wir uns voll und ganz und geben alles. Ja. Okay? Und das ist der Schlusspfiff. Wir haben einen neuen deutschen Meister im Blindenfußball und er heißt Borussia Dortmund. 2:0 gewinnt das Team in Schwarz-Gelb gegen
Marburg kämpfende Marburger ein tolles Spiel. Großen Applaus von euch Nürnberger Publikum für die Mannschaften. Tenno! Wir gehen rüber, ne? Ich begreife so langsam, ist großartig, endlich geschafft. Hatten jetzt ein paar Mal so halb die Chance. Diesmal mussten wir es gefühlt werden und wir haben es geschafft. Also ich bin seit 15 Jahren im Blindenfußball dabei, das ist schon eine ganz lange Zeit. Ich kenne Jonathan Tett, wo sie teilweise so groß waren wie die Bande und jetzt sind sie erwachsene Männer und diesen Weg sind wir irgendwie gemeinsam gegangen und dass wir uns jetzt mal belohnen konnten nach so viel Schweiß und Blut, was wir da in den letzten Jahren reingesteckt haben, das ist schon groß und das macht mich stolz. Deutscher Meister ist nur der BVB, nur der BVB. Und jetzt gibt's gleich für dich die Meisterschale. Wie groß ist da die Vorfreude, dass du das Ding gleich in den Händen hältst? Wird ja auch das erste Mal sein. Frag mich danach nochmal. Du hast gestern 3-mal am Ring gedreht. Warum hast du nur 2-mal getroffen? Weil ich 2 Versuche gebraucht habe, richtig am Ring zu drehen und deswegen 2 Tore gemacht habe. Heute haben wir gegen die stärkste Mannschaft gespielt mit Marburg, aber sie hatten Verletzungssorgen. Sie konnten auch nicht alles abliefern und dafür haben wir es ein bisschen zu spannend gemacht. Aber es ist jetzt im Endeffekt völlig egal, weil wir sind Deutscher Meister. Gemeinsam mit dem Trainer. Herzlichen Glückwunsch, Jonathan Tett. Das ist jetzt nichts Neues für dich, besser Torjäger zu werden, aber wie bedeutend ist es denn für dich, diese Trophäe aus den Händen von einer Stürmerlegende wie Rudi Völler zu erhalten? Das ist natürlich ganz besonders, ne? Also das ist unbeschreiblich und der ganze Moment ist einfach nur wunderschön. Und jetzt gibt es gleich auch noch die Meisterschale. Das ist schöner kann es nicht sein heute. Schauen Sie mal, meine Glückwunsch. Wir haben euch verdient. Dem neuen deutschen Meister im Blindenfußball. Deutscher Meister ist nur der BVB. Nur der BVB. Nur der BVB. Du hast mir eben gesagt, ich soll dich nachher noch mal fragen. Jetzt sag mir, wie war es, die Schale in der Hand zu halten? Sehr gut. Nur sehr gut. Da kommt ein bisschen. Hervorragend, fantastisch. Ich freue mich, es ist unglaublich. Jetzt begreife ich es langsam, es wird emotionaler. Es ist sehr schön. And we will share the pain and share the glory. So come back home as heroes and make us heroes too.